ein klassisches Beispiel dafür, wie man es eben nicht machen sollte als Benutzer. Wie kann man einen Roller hier mitten auf dem Gehweg einfach zurückgeben? Wolfgang Siefert vom Dezernat Mobilität und Gesundheit der Stadt Frankfurt schüttelt manchmal den Kopf über die E-Scooter-Fahrer. Verrückt, wie viele E-Scooter mittlerweile überall rumstehen. Ich gehe zum Beispiel mit meiner Mutter spazieren, die muss mit einem Rollator gehen, dann kann man kaum die Straße überqueren. In Wohngebieten ist es, glaube ich, problematisch. Relativ schmaler Bürgersteig, steht ein E-Scooter vor einem Geschäft, quer aufgestellt. Da habe ich mir überlegt, wenn jetzt ein Blinder kommt mit seinem Stock, ja, der fällt doch über das Ding drüber. Aber wer haftet eigentlich bei einem Unfall? Wir fragen Oliver Reidegeld vom ADAC. Ja, und das ist in der Tat ein Problem. Also nach aktueller Rechtslage haftet der Verursacher, also derjenige, der den Roller da so abgelegt hat oder auch mutwillig, böswillig umgeschmissen hat. Nur den in der Praxis zu ermitteln, das ist natürlich schwierig bis unmöglich, weil derjenige, der den Roller zuletzt gefahren hat, der wird immer sagen, naja, ich habe ihn doch korrekt abgestellt. Könnte man die E-Scooter nicht einfach aus der Stadt verbannen? Naja, sie sind ja zugelassen und von dem her können wir es ja auch nicht verbieten. Aber Wolfgang Siefert erzählt uns, welche Regeln die Stadt aufgestellt hat. Die Anzahl der E-Roller in der Innenstadt begrenzt auf 1000 pro Anbieter. Wir haben Abstellverbotszonen errichtet und Fahrverbotszonen, zum Beispiel in den Fußgängerzonen und Grünflächen. Und wir haben uns die Möglichkeit geschaffen, mit Hilfe spezieller Abstellzonen für die E-Roller das freie Abstellen zu beschränken in hochfrequentierten Bereichen. Im Innenstadtbereich sind Parkzonen ausgewiesen. Die E-Scooter dürfen nur noch innerhalb dieser Flächen abgestellt werden. Hier sehen Sie jetzt ein Beispiel, wo es ganz gut funktioniert. Verschiedene Anbieter sind auf der Fläche unterwegs. Es hat offenkundig auch schon Abstellungen von Nutzern gegeben. Das ist jetzt im Endeffekt so ein bisschen das Ziel, wo wir hinwollen. Zur Kontrolle setzt die Stadt seit dem Sommer eine Software ein. Aktuell sehen wir die 43 Parkverstöße innerhalb des festgesetzten Gebietes. Die roten Punkte. Das sind die roten Punkte hier überall, die wir hier sehen. Wir sehen vor allem, tummelt es sich hier gerade an der Alten Oper. Wir können die Punkte alle einzeln auswählen und können dann zum Beispiel auch schauen, wie lange steht der Scooter schon dort, können dann den jeweiligen Betreiber mit einer Nachricht informieren, dass dort ein Scooter in der Parkverbotszone steht. Der Betreiber hat dann Zeit, den Scooter wegzuräumen. Das funktioniert in der Regel dann auch ganz gut. Wir erhalten dann darüber auch eine Nachricht oder sehen dann im System natürlich dann auch schon, wenn der Scooter sich wieder bewegt. Wer versucht, die GPS-gesteuerten Scooter innerhalb der roten Zonen abzustellen, zahlt beim Anbieter Tier einfach immer weiter seine Miete, erzählt uns der Tier-Mitarbeiter Till Sondershaus. In den No-Parking-Zonen kann die Fahrt nicht beendet werden und so würde dann die Mietkosten die ganze Zeit weiterlaufen. Außerhalb der Innenstadt ist das freie Abstellen der Scooter aber möglich. Sie müssen ja alle 200 Meter so einen Abstellplatz frankfurtweit einrichten. Das ist ja nicht vorstellbar. Und man würde ja einer der Vorteile von diesem System ja auch zunichte machen, eben das, und das ist ja das freie Entleihen und Abstellen. PSM, der Verband der Vermieter, erklärt uns dazu: Zum einen werden NutzerInnen von E-Scootern in den entsprechenden Apps vorab über ein ordnungsgemäßes Abstellen der E-Scooter informiert und zum anderen arbeitet die PSM eng mit Städten und Gemeinden zusammen, um ausreichend Parkmöglichkeiten für Mikromobilität zu schaffen. Der ADAC bemängelt, dass die Anbieter selbst nicht haftbar gemacht werden können für Schäden, die ihre Mieter mit den E-Scootern verursachen. Es gibt nämlich keine Gefährdungshaftung für diese Kleinstfahrzeuge, zu denen E-Scooter ja auch zählen. Und das ist etwas, was wir dringend ändern sollten. Also jeder Pkw-Halter hat das. Da gibt es eine Gefährdungshaftung allein durch die Inbetriebnahme. Und wir fordern als ADAC, dass der Gesetzgeber da tätig wird, dass eben auch Halter allein durch den Betrieb von solchen Kleinstfahrzeugen im Zweifel zur Haftung genommen werden können. Auch E-Scooter, die bewegt werden, sorgen manchmal für Probleme, vor allem wenn sie dort bewegt werden, wo man es eigentlich nicht darf. In Fußgängerzonen zum Beispiel. Kann man das nicht unterbinden? Zwar technisch wäre das möglich über das GPS, aber rechtlich ist es eben momentan noch nicht möglich. Aber das ist was wir sehr begrüßen würden, wenn es diese Möglichkeit eben gäbe, dass die Dinger dann wenigstens langsamer fahren nur noch.
Der Unfallchirurg Alexander Klug hat an einer Studie über die Verletzungsmuster bei E-Scooter-Fahrern mitgearbeitet. Die Klassiker sind Verletzungen im Gesichts-Hals-Kopfbereich, ne, dass man Sturz ins Gesicht, Abschützverletzungen im Gesicht, aber auch eben Verletzungen von den Oberextremitäten, distale Radiusfrakturen oder auch Schlüsselbeinfrakturen sind die Klassiker. Aber bei den E-Scootern ist es eben so, dass der Weg ein kurzer ist vom Roller zum Boden. Deswegen sind dann die Verletzungen, dass man sich mit dem Arm abfängt, deutlich häufiger wahrscheinlich als beim Fahrrad zum Beispiel. Das im Vergleich zum Fahrrad, das jeder wahrscheinlich in seiner Kindheit gelernt hat und ein gewisses Bewegungsprogramm auch abgelegt hat zum Fahrradfahren, ist es eben bei den E-Scootern ganz neu. Keiner konnte sich bisher an diese Geräte akklimatisieren oder adaptieren. Die stehen auf der Straße, man nimmt sie, fährt damit zum ersten Mal, kennt das Handling nicht und deswegen ist es natürlich auch deutlich komplexer und schwieriger vielleicht im ersten Moment es zu kontrollieren. Wenn die Leute auch einen Helm tragen würden, was viele nicht machen. Im Vergleich zu den Fahrradfahrern, das sind ungefähr 20%, die einen Helm tragen und dann trotzdem verunfallen, tragen einen Helm bei E-Scooter-Fahrern unter 1%, also die wenigsten. Der Verband erklärt, die Mitglieder veranstalten regelmäßig Fahrsicherheitstrainings und haben Sicherheitshinweise zum verantwortungsbewussten Umgang mit den E-Scootern in ihre Apps integriert. Wir unterstützen das freiwillige Tragen von Helmen und ermutigen unsere NutzerInnen dazu. Eine Helmpflicht gibt es in Deutschland aber nicht. Vielleicht muss man da mal ein bisschen ausholen. Wie kamen wir überhaupt zu diesen E-Scootern? Sie wissen ja, Minister Scheuer hat damals diese E-Scooter einfach zugelassen, ohne Regularien und Möglichkeiten den Kommunen an die Hand zu geben, um das auch zu beordnen. Nicht alle Fahrer verhalten sich verantwortungsbewusst. Der typische Verunfallte ist ein Mann zwischen 25 und ich sage jetzt mal 35 Jahren und der Klassiker ist zwischen Freitagabend und Samstagabend. Wir haben Daten aus Finnland oder auch aus den USA, die beschreiben Alkoholinzidenzen von über 50% der Fälle. Die Stadt Oslo hat E-Scooter-Fahrten an Wochenendabenden deshalb komplett verboten. Für Wolfgang Siefert keine Lösung. Wir wissen ja auch, am Wochenende sind ja auch Autofahrer ganz gerne mal eher betrunken unterwegs. Wir verbieten ja dann anschließend auch nicht das Autofahren am Wochenende. Also ich halte es auch für den falschen Weg, weil man bestraft ja damit die Leute, und das ist ja die große Mehrheit, die das System vernünftig einsetzen. Und wieso soll man es denen verbieten, nur weil manche sozusagen sich nicht an die Regeln halten können? Ich habe Regeln müssen da reingehen. Vom Ordnungsamt mal mehr drauf achten. Strenge Regeln. Musste besser kontrolliert werden, sagen wir es so. Mehr verbindliche Regeln für E-Scooter, das scheinen sich die meisten zu wünschen.